Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr die Mastery Challenge in der Odin-Mine in Gold abschließt. Und heute dreht es sich um die schwerste Prüfung von allen, nämlich die Odin-Minen-Wolfsprüfung. Unglaublich schwer, unglaublich viel Geschicklichkeit gefragt und dann kommen noch die Bugs dazu. Ich zeige euch heute alles, wie ihr das alles hinbekommt, also bleibt dran. Die Grundvoraussetzungen könnten nicht besser sein. Wir müssen 28 Personen mit einem Kopfschuss töten und wir müssen 28 Personen mit einem Schwachpunkttreffer treffen. Unglaublich einfach, aber wenn ihr es geschafft habt, ich sage euch, ein geiles Gefühl. Und was haben wir dazu? Wir haben einmal ein verborgenes Set. Das ist nicht so relevant für uns, auch nicht die Dolche sind nicht so relevant. Die wichtigste Sache hier ist Blick der Nornier, die wird sehr wichtig und die solltet ihr so oft es geht einsetzen. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Tipps und hier fangen wir gleich an mit dem Blick der Nornier, denn den solltet ihr so oft es geht verwenden, egal wann, egal wie. Ganz wichtig. Keine Angst, ihr werdet genug Adrenalin bekommen. Ihr habt ganz viele Kopfschüsse, die ihr verteilen müsst, ganz viele Schwachpunkttreffer, die euch Adrenalin geben. Dementsprechend macht euch da auf jeden Fall keine Sorgen. Der zweite Tipp für diese Prüfung: bleibt in der Nähe der Gegner. Geht nicht in die Ferne, geht nicht in die Distanz. Ihr müsst nah dran bleiben, denn der Pfeil fällt nach unten. Je weiter ihr weg seid, ganz klar. Und je weiter man ist, desto schwieriger wird es einzuschätzen, ob es ein Kopfschuss wird oder nicht. Und es ist ziemlich ärgerlich, wenn ihr beim 28. Gegner seid und da den Schuss verkackt. Der dritte Tipp, der dreht sich um Fässer. Im Laufe der Höhle werdet ihr auf Fässer stoßen. Da würde ich versuchen, die meisten vorher abzuschießen, bevor sich der Gegner in der Nähe befinden. Denn wenn ihr aus Versehen mal daneben schießen solltet oder die Gegner schießen auf die Fässer, wenn ihr dort in der Nähe seid, dann habt ihr erstmal ein Problem, weil ihr kein Leben mehr habt, beziehungsweise ein Problem, weil der Gegner, den ihr eigentlich mit einem Kopfschuss töten wollt, ja, durch Feuer gestorben ist und dann zählt das Ganze nicht. Der nächste Tipp ist ganz simpel. Leichen bringen natürlich wieder Leben und das werdet ihr auch brauchen. Und da können wir gleich zum nächsten Tipp springen, nämlich zu den Scharfschützen. Das sind die Personen, die Bogenschützen mit den Langbögen. Die werden euch mit Feuerpfeilen beschießen und hierbei ist wichtig, versucht sie abzuschießen, währenddessen sie ihren Pfeil noch nicht gespannt haben. Denn sobald ihr sie abschießt, währenddessen sie ihren brennenden Pfeil haben, ja, setzen sie sich selber in Brand und ihr wisst, was dann passiert. Dann stirbt derjenige nämlich oder diejenige durch Feuer und nicht durch einen Kopfschuss. Und das wollen wir ja nicht. Ja, Freunde, und dann gibt es noch einen Bug-Workaround, denn hier haben wir einige Bugs, die diese Prüfung so unglaublich nervig machen. Ja, zum einen verschwinden Gegner, beziehungsweise Gegner werden schon vorher eliminiert oder fallen unter die Map, eliminieren sich selber, da gibt es verschiedene Variationen. Eine Stelle, die auf jeden Fall kritisch war, ist hier diese Holzbarrikade, ja. Da werdet ihr am Anfang einen Bogenschützen haben, den könnt ihr ganz easy abknallen und wenn ihr euch dann zurückzieht, um, sage ich mal, die Gegner vielleicht separat auszuschalten, dann wird Folgendes passieren. Der zweite Bogenschütze, der dort in der Nähe ist, der wird aus irgendeinem Grund runterfallen und natürlich dann sterben. Das heißt also, den könnt ihr nicht mehr für einen Kopfschuss nutzen oder für einen Betäubungsschlag, beziehungsweise Schwachpunkttreffer, Verzeihung. Und dann ist das ganze Ding raus und ihr checkt es erstmal nicht bis zum Ende. Was würde ich also machen? Ich würde den Bogenschützen auf dieser Holzbarrikade erstmal abschießen. Dann würde ich nach oben klettern. Da ist natürlich noch ein anderer Bogenschütze dann auf einer weiteren Brücke. Den ausschalten. Dann könnt ihr euch wieder zurückziehen, wenn ihr möchtet. Und die Schwertkämpfer separat ausschalten. Das ist kein Problem. Im Lauf der Höhle bis zum Ende passiert jetzt nichts weiter, was irgendwie mit Bugs zu tun hat. Dementsprechend passt einfach auf, dass ihr nicht auf Fässer schießt. Passt auf, dass da keine Fackeln in der Nähe sind, wo ihr durchschießen könntet. Und dann ist eigentlich alles tippitoppi. Bis zum Ende, bis zum letzten Areal, denn ihr müsst alle Gegner wirklich besiegen in dieser Höhle. Alle Gegner mit einem Betäubungsschlag treffen und alle Gegner mit einem Kopfschuss treffen. Super schwierige Sache. Und wenn ihr sagt, okay, in der letzten Höhle, ich lock sie zu mir oder ich lock sie eine Höhle zurück, dann wird genau dasselbe passieren wie am Anfang. Aus irgendeinem Grund, die 3 Soldaten, die da oben stehen, die fallen runter in die Map. Und es ist super ärgerlich, es ist super nervig. Und es ist so frustrierend, dass das passiert. Und das heißt, ihr müsst in die Offensive gehen, ihr müsst da in die Nähe. Und ich erkläre euch ganz kurz, wie ich es gemacht habe. Und zwar bin ich rein, ich habe einen Soldaten getötet, habe dann als allererstes den Standartenträger eliminiert mit im Blick der Nornier. Ja, das ging relativ easy, 2 Schwachpunkttreffer und dann den Kopfschuss. Das würde ich euch empfehlen, den als allererstes zu eliminieren. Und den Speerträger, das Speerträgerziel, würde ich versuchen, so ein bisschen auf Distanz zu halten. Ich bin immer mal wieder zurück zur Brücke. Das ist kein Problem. Wenn ihr dorthin geht, dann entsteht dieser Bug nicht, in den meisten Fällen zumindest, und habe dann ein bisschen Energie getankt, meine Ausdauer getankt, habe kurz geguckt, okay, wo gehen die hin, die Gegner, kommen die zu mir, und dann habe ich mich um den Bogenschützen, der im hinteren Bereich ist, gekümmert, dann erst um die beiden Speerträger da oben, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was das war, Bogenschütze, beziehungsweise Soldaten, und dann habe ich mich als allerletztes um den Speerträger gekümmert und dann ist es eigentlich ein easy Win, wenn ihr da das nicht komplett verhaut, und dann habt ihr die Challenge geschafft. Wenn euch das Ganze bis hierhin geholfen hat, dann würde ich euch jetzt empfehlen, einfach mal den Abo-Knopf zu drücken.
Da würdet ihr mich auf jeden Fall supporten und ich gebe euch natürlich auch was zurück. Dementsprechend zeige ich euch jetzt nochmal Gameplay und ihr könnt euch mal anschauen, wie ich es gemacht habe. Ziemlich tricky, ziemlich anstrengend. Ich wünsche euch viel Spaß und dann sehen wir uns danach. Urteil entkommst du nicht! Da! Erledigt den Feigling! Was willst du tun? Und du wirst sühnen! Feigling! Du kannst nicht fliehen! Du bist nicht raus! Die Spannung der Hatz! Zur Hölle! Dein Ende naht! Komm zurück und stell dich mir! Schießt! Schießt! Erledigt den Feigling! Gleich ist es vorbei! Ich spieß dich auf!
entkommst du nicht! Komm zurück und stell dich mir! Du wirst die Würmer gehen. geschafft haben, mal einen Dränger-Daumen in das Video reinknallen. Mal gucken, wie viele Daumen wir da zusammenbekommen. Und sonst, wenn ihr andere Bugs hattet, schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare. Ihr wisst ja, der Austausch, lasst uns einfach mal unterhalten. Vielleicht finden ja andere Leute eine andere Lösung und wir können gemeinsam Gold bekommen alle. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön, denn leider ist das ein bisschen buggy und für mich sehr frustrierend. Dennoch aber hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video helfen konnte. Und ich habe hier nochmal ein weiteres Video von der Odin-Mine. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und das war's eigentlich, Freunde. Ja, geiles Wetter. Ich bedanke mich bei euch. Schönen Tag euch. Viel Erfolg. Bis dahin, euer Pascal. Tschö mit Ö. Ciao mit V.